Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und diesen Moment der Entfaltung mit euch zu bezeugen, euch die Wahrheit, die Weisheit durchzugeben, ihn durchzubringen, fühlbar und spürbar zu machen. Wir sind die Liebe, die du bist. Wir sind das Licht, das durch dich fließt. Wir sind die Essenz, durch die du in der Existenz bist. Und wir möchten Bezug nehmen heute auf die Angewohnheiten von euch zu überleben, die Strategien, die ihr euch angewöhnt habt, um euch sicher zu fühlen. Hier ist bereits der erste Hinweis. Alles das, was ihr euch angewöhnt habt, um stets in Sicherheit zu sein, ist nicht die letztendliche, die ultimative Sicherheit, in die ihr euch dadurch begebt. Wenn ihr in den Fluchtmodus geht, in den Erstarrungsmodus oder in den von euch Bambi genannten Modus, in dem ihr versucht, allen alles recht zu machen, um ja nicht anzuecken, um überall hineinzupassen. Wenn ihr in diese Modi geht, so seid ihr nicht aus der Harmonie und dem Wissen um die Harmonie heraus. Nein, ihr seid aus dem Mangel heraus. Ihr fühlt, dass es nicht reicht, so zu sein, wie ihr seid. Und so nehmt ihr eine Gewohnheit an. So agiert ihr nicht, sondern reagiert auf die Situation. Es ist noch nicht einmal aus unserer Perspektive ein Reagieren, denn das Reagieren enthält das Agieren. Es ist vielmehr ein Reflex. Es ist Unbewusstsein, mit dem ihr in diesen Überlebensstrategien auf Situationen eingeht. Wir möchten euch eine neue Möglichkeit geben. Die Möglichkeit des Vertrauens, indem ihr fühlt, dass alles für euch geschieht, könnt ihr tief in euch loslassen. Ihr wisst, dass dieses auf euch zuspringende gefährliche Tier, welches in welcher Situation und Form auch immer kommen mag, euch nichts anhaben kann. Und so bleibt ihr in eurem Frieden, in eurer Kraft, in eurer Freude, in eurem Licht. Ihr bleibt in eurer Unschuld. Ihr bleibt in eurer kristallklaren Stärke. Indem ihr so bleibt, wie ihr seid, euch nicht verändert, nicht anpasst, seid ihr in eurer Göttlichkeit, gleißend weißes, strahlendes Licht. Das, was passiert, wenn ihr angegriffen werdet, ist, dass eine Folge von Handlungen vorausgesetzt wird, eine Kette, die geübt ist. Eine Reaktionskette wird in Gang gesetzt durch den Angreifer. Der Angreifer rechnet mit dieser Reaktionskette. Erfolgt diese nicht, so ist er perplex, so ist er in seinem Tun unterbrochen. Ihr braucht also nicht ein Pattern Break zu erzeugen, eine Unterbrechung der Gewohnheit, indem ihr etwas tut. Ihr dürft diese Gewohnheitsunterbrechung erzeugen, diese Kettenreaktionsunterbrechung, indem ihr seid, indem ihr in eurer Kraft und aus eurer Kraft heraus seid, indem ihr euch eures Göttlichseins bewusst seid, eurer Vollkommenheit. Und wir sagen eures Einsseins mit allem, was ist. Denn die Tiefe dieses Wissens, dieser Weisheit ist, dass du dieses Spiel mit dir selbst spielst, wenn du dich angreifst, um dann vor dir selbst zurückzuschrecken, so ist dies ein Spiel, das funktioniert. Greifst du dich jedoch an und bleibst
als der Angegriffene in deiner Stärke ohne Gegenangriff zu spielen, ohne zurückzuweichen, ohne paralysiert zu sein und ohne den anderen manipulieren zu wollen. Bleibst du in deiner Stärke, in deiner Kraft, in deiner Göttlichkeit, in deinem Selbstbewusstsein, in deinem Bewusstsein, dass du alles bist, was ist und dass durch dich hindurch die Liebe fließt. So ist das Gegenüber auch erinnert an das, was es ist, was du bist, die Essenz, die Liebe, das Sein. Und es vergisst plötzlich den Anlass seines Angriffs. Es vergisst die Intention der Zerstörung. Denn es fühlt etwas viel Kraftvolleres. Es fühlt die Liebe. Es fühlt das Sein. Es fühlt das Angenommensein. Es fühlt die Möglichkeit der Harmonie. Diese ist viel lieblicher, viel überzeugender, viel verlockender als jedes Spiel von Angriff und Angegriffensein, von Angsteinflößen und aus Angst dieses oder jenes tun. Das Spiel der Macht wird unterbrochen durch das Einssein. Es ist spät und Stunde, die Suche nach dem Dominieren, die aus dem Einssein herausführt, die Suche nach dem Binden, die aus der Liebe herausführt, die Suche, die aus der Liebe, dem Sein, dem Licht herausführt. Derjenige, der angreift, sucht. Und er sucht nicht nur, sondern er will auch in der Kontrolle sein. Und in der Kontrolle sein bedeutet für denjenigen, den anderen zu binden, ihn untertan zu machen. Indem du in einen der Mechanismen, in eine der Überlebensstrategien gehst, tust du dasselbe. Du suchst nach Frieden, du suchst nach Verständnis, du suchst nach Waffenstillstand. Indem du in die Überlebensstrategien oder eine der Überlebensstrategien gehst, versuchst du, den anderen zu beruhigen. Suchst du nach Harmonie und Frieden, wenn du es ihm versuchst, recht zu machen. Du versuchst, ihn zu binden durch deine bindende Liebe. Ich mache es dir recht und so wünsche ich, dass du es auch mir recht machst. Sieh her, ich ordne mich dir unter. Also binde ich dich an mich. Denn wenn ich mich dir unterordne, bist du in der Pflicht, auch mit mir gnädig und lieb zu sein. Diese Strategien mögen funktionieren, doch sie finden stets und ständig in der Trennung statt. Über die Trennung hinauszugehen, über das Suchen nach Einssein hinauszugehen, über das Dominieren wollen, kontrollieren wollen hinausgehen. Befreit dich und euch von all den Überlebensstrategien, die nicht glücklich machen, nur sicher. Nicht sicher machen, nur scheinbar sicher. Wir wissen, dass dies nicht von einem Tag auf den anderen vervollkommnet ist, dieses neue Verhalten, dieses in dir ruhend bleiben. Und so laden wir dich ein, nicht nur in bedrohlichen Situationen, sondern auch in wohlwollenden Situationen, in dir ruhend zu bleiben. Es gibt so viele Situationen, insbesondere wenn deine Überlebensstrategie ist, es den anderen recht zu machen, immer reinzupassen, dich immer unterzuordnen. Es gibt so viele Situationen des Alltags, wo du siehst, dass du schon wieder dabei bist, dem zuzustimmen, was jemand anderes sagt, nicht weil du dem zustimmst, sondern weil es der einfache Weg ist, weil du doch dem anderen den Gefallen tun möchtest, weil es doch dem anderen so gut zu tun scheint, weil er es doch erwartet, weil es doch Common Ground schafft, einheitlichen Boden, ein gemeinsames
Einverständnis über die Wahrheit, die gemutmaßte Wahrheit, die konstatierte Wahrheit durch diesenjenigen anderen. Wir laden dich ein, in diesen einfachen, leichten Situationen, wo es zwar leichter fällt zuzustimmen, du jedoch fühlst, dass du nicht zustimmst, weil du zustimmst aus deinem Herzen, sondern dass du zustimmst, weil es dem anderen gut tut, gut zu tun scheint, weil es der andere erwartet. Wir laden dich ein, in diesen Situationen in dir ruhend zu bleiben. Wir wollen sagen, Reflex, nicht nachzugeben, sofort zu reagieren, stattdessen dir Stille, Gutmut bedeutet, inneres Wohlwollen zu erlauben, dich in deiner Liebe zu fühlen, anstatt deine Liebe zu verlassen, aus dir herauszukippen, indem du es dem anderen versuchst recht zu machen. Wir laden dich also ein, in den einfachen Situationen, wo es nicht darauf ankommt, ob du zustimmst oder nicht, wo du nicht fühlst, dass dadurch oder davon dein Überleben abhängt. Wir laden dich ein, in diesen einfachen Situationen zu üben, in dir ruhend zu bleiben, dem Drang nach Antworten zustimmen, einstimmen, zu widerstehen und hinter diesem Drang deine Kraft und Klarheit zu fühlen, in deiner Stärke zu sein, in deinem Frieden zu sein. Du bist eine Übertragungsstation der Liebe, des Friedens, des Lichts. Wenn du dir dessen bewusst bist, brauchst du nicht eine Frequenz, die dir geschenkt wird, zuteil wird durch einen anderen, zurückzuwerfen. Das, was du mir gegeben hast, hast du mir gegeben, weil du es wertschätzt. Also gebe ich es auch dir, damit du das, was du wertschätzt, auch von mir bekommst. Du brauchst dich nicht auf der Austauschebene zu bewegen, nein. Du empfängst wohlwollend das, was der andere sagt und bist dir mutig genug, diese Information, diese Schwingung, dieses etwas nicht ungefiltert zurückzugeben, sondern in dich hineinzufühlen. Du nimmst bewusst entgegen, was dir gegeben ist, zentrierst dich bewusst in dir und aus deiner Zentriertheit heraus gibst du das, was du geben willst, wofür du hier bist, was du hier repräsentierst. Bewusst, da du es für dich bereits bewusst hast. Nicht aus dem Wissen, dem Denken, dem Fühlen heraus, dass du übergeordnet bist und daher Frieden, Licht und Liebe durch dich fließen kann. Nein, aus dem Wissen, dass du bereits für dich entschieden hast, die Tiefe von dir selbst zu teilen, deine Essenz fließen zu lassen. Mit deiner Essenz, der der Liebe, dem Frieden, dem Licht, der Einladung, in das Gespräch zu begegnen. Je mehr du dies übst, desto mehr wirst du merken, dass du nicht mehr den Gesprächen ausgeliefert bist, nicht mehr dich hineinzwirbelst in Themen, die du eigentlich nicht besprechen möchtest, in Energien, in denen du dich eigentlich nicht befinden möchtest. Du wirst merken, dass du mehr und mehr Schöpfer deiner eigenen Gespräche bist, der Themen, die sich auftun, dass du mehr und mehr darüber entscheidest, bewusst, nicht aus dem Kopf, nein, aus dem Herzen heraus, was du beiträgst in der jeweiligen Situation.
Dies bezieht sich nicht nur auf offene, direkte Kommunikationen, Konversationen. Dies bezieht sich nicht nur auf Situationen, in denen du mit anderen Menschen zusammen bist. Hier magst du beginnen. Doch es bezieht sich auch auf die Momente, in denen du innerlich mit Menschen kommunizierst. Je mehr du bewusst bist über das, was in dir abläuft, desto mehr merkst du, dass du, wenn du Situationen und Gespräche verlässt, häufig diese Situationen und Gespräche mit dir trägst, diese Energien, diese Themen mit dir trägst. Und wenn du mit dir allein bist, gar nicht mit dir allein bist, sondern mit diesen Themen noch weiter präsent bist. Auch hier laden wir dich ein, anstatt die inneren Dialoge zu führen, die du hättest führen können. Auch hier laden wir dich ein, nach innen zu fühlen, dich zu fühlen und dich als das Licht, die Liebe, den Frieden in diesen inneren Dialog einzubringen. Du wirst merken, dass viele dieser Dialoge dann einfach sich auflösen, wie sie Licht und Liebe werden, wie dort, wo vorher dieser innere Dialog, dieser Disput war, nun Frieden ist, wie die Verbindung, die vorher erhitzt und auf Hochtouren lief, nicht loslassbar schien, nun befreit ist, gelöst, nicht durch Widerstand und Kraft und Macht, nicht durch Trennung, sondern durch Liebe. Dies ist, was wir dir und euch mitgeben möchten, um anstelle der Überlebensstrategien, die ihr so wohl geübt von Kindesbeinen auf trainiert habt und denen ihr so viel verdankt, die ihr deshalb schwer habt loszulassen, mit dieser neuen Möglichkeit möchten wir euch einladen, eure eigene Welt und somit die Welt, die ihr um euch habt, zu wandeln. In Frieden, in Licht, in Liebe, in das Bewusstsein, dass alles vollkommen ist, nicht sich verbiegen muss, um vollkommen zu sein. Dass du also vollkommen bist und deine Vollkommenheit in dir ruht, nicht in Handlungen, nicht in Worten, nicht in Erwartungserfüllungen, dass deine Vollkommenheit du selbst bist, dass es also nichts zu tun gibt, um dich zu beweisen, dass es nichts zu tun gilt, um zu überleben, dass das Überleben nicht einmal das ist, worum es für dich geht. Denn wenn du in deinem Frieden, in der Liebe, in der Essenz, in der Freude bist, so fühlst du dich nicht eingespannt in dein physisches Sein. Du fühlst dein Sein, das über dein physisches Sein hinausgeht und fühlst, welches Geschenk es ist, in diesem physischen Sein zu sein, als alles, was du bist. Und somit fühlst du, dass es keinen Verlust gibt, dass nichts, das dir geschehen kann, einen Verlust bedeutet. Denn du bist unendlich, du bist ewig, du bist. Diese Wahrheit macht sich in dir immer mehr breit, öffnet sich, dehnt sich in dir aus, durch die von uns geschilderte neue Lebens-, Liebens-, Seinsstrategie, die keine Strategie, sondern die Wahrheit deiner Existenz ist. Um die alten Strategien zu verabschieden, empfehlen wir, anzuerkennen, wie sehr sie dir gedient haben, dich zu bedanken
auf innerer Ebene und sie dann wieder zu erinnern, dass sie reine Energie sind, ihnen zu erlauben, sich aus ihrer Verhärtung, aus ihrer Verdichtung zu lösen und dir wieder als reine Energie zur Verfügung stehen zu dürfen. Du erlaubst den so treu dir gedienten Überlebensstrategien dankbar sich zu lösen, ihre Form, an der sie festgehalten haben, um dich zu schützen, zu lösen. Und du fühlst, wie diese nun frei gewordene Energie wieder frei in dir fließt und dich noch mehr darin bestärkt, in dir, bei dir, in deinem Frieden, deinem Licht, deiner Göttlichkeit, deiner Präsenz, deinem Ich weiß, was ich bin, Bewusstsein zu sein, zu sein, zu sein, in diesem Moment, in diesem Moment, in diesem Moment, in jedem diesem Moment. Aus dieser Stärke heraus eröffnet sich dir das tiefe Vertrauen, dass das, was du tust, das, wie du agierst, dir entspringen darf. Du brauchst nicht mehr zu überlegen, wie dein Gegenüber dein Handeln wahrnimmt. Du brauchst nicht mehr zu überlegen, was dein Gegenüber tolerieren, akzeptieren kann, wie es beim Gegenüber ankommt und was dein Gegenüber erwartet. Du brauchst nicht mehr zu handeln auf innerer Ebene, auf Kommunikationsebene, bevor du kommunizierst. Du brauchst nicht mehr abzuwarten, bis du weißt, wie der andere es wahrscheinlich aufnehmen wird. Aus dieser deiner Seinspräsenz heraus weißt du, dass die Impulse, die du erhältst, aus der Harmonie herauskommen. Sie mögen den anderen wir wollen sagen, Wellen. Wir sagen nicht aufwiegeln, wir sagen aufwellen, um dir klarzumachen, dass es hier keine Provokation ist, die geschieht. Es ist lediglich eine Irritation, weil das alte Muster nicht mehr funktioniert. Indem du deinem Gesprächspartner, deinem Gegenüber, deinem Kommunikationspartner, ob auf Gesprächsebene oder telepathischer innerer Ebene, indem du deinem Gesprächspartner etwas zumutest, Harmonie zumutest, indem du deinem Gegenüber zumutest, das, was von dir aus deiner Göttlichkeit, deiner Harmonie, deinem Ich weiß, was ich bin und ich weiß, was du bist, ich weiß, was alles ist und erkenne dich als Meister an, so wie ich mich als Meister anerkenne und aus meiner Meisterschaft heraus handle und bin und wirke, indem du deinem Gegenüber zumutest, damit umgehen zu können, indem du in deinem Gegenüber den Meister erkennst und weißt, dass er damit umgehen kann. Auch wenn er vielleicht nicht wählt, damit auf eine kraftvolle Weise, auf eine ihn stärkende, dich stärkende Weise umzugehen, indem du zumutest, zutraust, dass dein Gegenüber alle Möglichkeiten hat, mit deinem, aus deiner Kraft und Stärke herauskommenden Impuls umzugehen, mit deiner Seinspräsenz umzugehen, ganz gleich, ob es einen Impuls deinerseits gibt, eine Kommunikation oder nicht. Indem du deinem Gegenüber zutraust, mit deiner Liebe, deinem Liebeausdruck, deinem Liebesein umzugehen, eröffnest du die Möglichkeit für die freie Wahl auch deinem Gegenüber. Wählst du immer auf die gleiche Weise, auf das gleich geübte Spiel, so verändert sich dieses Spiel nicht.
Es sei denn, dein Gegenüber ändert etwas an dem Spiel, aus höheren oder niedrigeren Frequenzen heraus. Es ist aber nicht an dir abzuwarten, bis dein Gegenüber etwas ändert. Es ist nicht an dir zu denken, ich lasse die Welt sich wandeln, wenn die anderen bereit sind, dass die Welt sich wandle. Nein, es ist an dir, die Welt gewandelt sein zu lassen. Es ist an dir, so zu handeln, wie du siehst, dass alles in Harmonie ist, fühlst, dass alles in Harmonie ist. Handelst du aus der Harmonie heraus, so provozierst du Harmonie. Wir sagen das frei von Wertung und voller Liebe. Indem du Harmonie provozierst, bedeutet es nicht, dass du Harmonie als Ergebnis bekommst. Es bedeutet lediglich, dass anstatt dass du festgefahrene Muster bedienst, anstatt dass du die Festfahrerei weiter provozierst, du einlädst zur Harmonie, zu neuem Harmoniebewusstsein, zu neuem Handeln, zu neuem Denken, zu neuem Fühlen, indem du dir erlaubst, verletzbar zu sein, zu fühlen. Und dieses dein Fühlen, deine Verletzbarkeit mit anderen zu teilen, machst du dich nicht verletzbar, nein. Du drückst dich aus. Dies regen wir an, nur und immer aus deinem Frieden, deiner Liebe heraus zu tun, nicht um dem anderen verletzbar zu erscheinen, nicht um den anderen in ein sich selbst auch verletzbar zeigen zu manipulieren. Nein, du wirst dieses dich verletzbar zeigen nicht machen, um etwas zu bewirken. Du wirst dieses dich zeigen, wie du bist, dieses dein Fühlen zeigen, ausdrücken, nicht tun sondern weil du weißt, dass die Welt sich wandelt, wenn der Mensch sich wieder traut, zu fühlen. Wir sagen nicht traut, sich emotional zu sein und emotionale Ausbrüche als sein Lebensspiel zu verfolgen. Wir sagen, wenn der Mensch sich traut, zu fühlen. Das Fühlen, das tatsächliche Spüren findet auf einer subtilen Ebene statt. Erlaubt liebliche Frequenzen in deinem Herzen und erlaubt dein Herz in die Lebendigkeit. Die versteinerten Herzen schmelzen wieder in das Fühlen hinein. Jedes fühlende Wesen weiß, wie sehr es die Harmonie liebt, den Frieden, das Licht, die Liebe und ist somit bereit, das Abgetrenntsein und die Trennung für das Ganze, die Harmonie, das Einssein, das Miteinander, füreinander sein, herzugeben. Experimentiere also auch in deiner inneren und äußeren Kommunikation mit dem, was sich für dich stimmig und richtig anfühlt, indem du genau dies tust, ohne Ergebnis zu wollen, zu erwarten, zu fürchten oder dich danach auszurichten. Nimm hin, was als Reaktionen kommt, ohne dich damit zu identifizieren, ohne deine Schwingung daran anzupassen, ohne Reaktionsdrang und Zwang. Ihre aus den Impulsen deines Herzens heraus, aus der Klarheit, der Geführtheit deines Herzens heraus. Lass dich leiten von der Liebe, der Frequenz deiner Essenz. Dass nicht das, was daraus folgt, nicht das, was darauf dir entgegengebracht wird, sondern in deinem Sein verweilen, die Welt wandelt. Wenn du der Fels bist in der Brandung, so vermagst du den noch so schweren Sturm auszuhalten. Doch du hältst ihn nicht aus mit Angst,
Hast nicht das Gefühl, er könnte dich umwerfen. Nein, du liebst diesen Sturm. Du liebst es, wenn das Wasser an dich schlägt, denn du weißt, es schlägt an dich aus Liebe. Es versucht eins zu werden mit dir. Und in seiner Elementhaftigkeit spürt es die Trennung. Doch in seiner Seinsform, in seinem Sein fühlt es die Liebe, die Harmonie, das Einssein. Und so weißt du, dass jedes Spiel fühlt sich noch so rau und tough an, ein Spiel der Liebe, der Harmonie ist. Kannst du auf die innere Ebene gehen, auf das höchste Bewusstsein in all dem, so fühlst du dein Einssein mit jenem, der mit dir versucht zu kommunizieren, der dich versucht zu provozieren, der versucht, dich wieder zum alten Spiel anzulegen. Du kannst das Spiel Spiel sein lassen, in dir ruhend bleiben. Wenn du reagierst, dich nicht mit deiner Reaktion identifizieren und stattdessen in deiner Liebe bleiben, die Liebe fühlen und fühlen, wie ganz gleich welche Reaktion, welches Handeln oder Nichthandeln vom anderen kommt, dies Ausdruck der reinen Liebe ist. Wir möchten an dieser Stelle noch Bezug nehmen auf die Phänomene, die erdnah geschehen, auf das, was euren Planeten nicht direkt und doch indirekt betrifft. Ihr lebt in einer Zeit, in der dem Menschen immer mehr bewusst wird und bewusst ist, dass er nicht allein ist, dass er nicht einen Planeten hat und es sonst nichts gibt. Ihr lebt in einer Zeit des Bewusstseins, in dem das Bewusstsein weit über die kleine irdische menschliche Welt hinausgeht. Und so tritt in euer Bewusstsein, in eure physische Welt mehr und mehr Weisheit aus den höheren Sphären ein, sichtbar und unsichtbar. Ihr habt die Möglichkeit zu kommunizieren mit den Außerirdischen, wie ihr sie nennt, den Extraterrestrials, denjenigen, die nicht von menschlicher Form, nicht aus Fleisch und Blut, nicht als Erdenmenschen residieren. Ihr öffnet euch mehr und mehr dem Kontakt zu den nicht stofflichen Seinsformen. Und ihr öffnet euch auch mehr und mehr dem Wissen, was in physischer Form existiert, in manifestierter, dichter Form, will sagen, das Wissen findet auf viele Weise, auf vielen Wegen zu euch. Ihr könnt das Wissen direkt anzapfen, indem ihr so wie jetzt auf euer Inneres hört und in Resonanz geht mit dem, was an Weisheit, an Wahrheit da ist. Ihr fühlt die Wahrheit. Dies ist das Erkennen der Wahrheit auf feinstofflicher Ebene. Ihr könnt die Wahrheit auf grobstofflicherer Ebene erkennen, indem ihr lernt von anderen, indem ihr dem, was gegeben wird in Büchern, in Kursen, vertraut und es aufnehmt, es in euch einbaut und schaut, wie es passt. Ihr könnt euch auch überzeugen lassen, indem ihr noch konkretere Formen erlaubt, indem ihr erlaubt, dass das, was ihr euch vorstellen konntet, tatsächlich real auftaucht. Und so ist so ein Objekt
wie zum Beispiel das von euch benannte Three-Eye Atlas. Ein solches Objekt, eine Manifestation von eurem Wissen. All jene von euch, die fühlen und wissen, was bereits in Existenz ist, was bereits als Wissen zur Verfügung steht. Für all jene von euch fällt es leicht, dieses Nähren, dieses sich nähren, diese Objekte wahrzunehmen und zu empfinden, als manifestiertes Wissen, das euch, je näher es euch ist, direkter zur Verfügung steht. Für manche also ist dieses Objekt einfach nur etwas Neues, etwas Reales oder nicht Reales, das sich zeigt. Für andere von euch ist es die Büchse der Pandora. Es ist der Zugang zu tiefem inneren Wissen, das näher ist, greifbarer ist, das wie ein Kanal zu euch Frequenzen der Wahrheit strömen lässt, die ihr zuvor nicht gefühlt, nicht erlaubt, nicht zugelassen habt. Wir sagen hier etwas Wichtiges für alle von euch. Es ist nicht von Bedeutung, über welche Wege ihr auf die Wahrheit zugreift. Es gibt viele, viele Wege, die euch in eurer Wahrheit bestärken. Und so bekommt ihr immer genau diese Wege, genau diese Kanäle, die in dem Moment für euch am greifbarsten, am verdaubarsten, am integrierbarsten sind. Es gibt nicht eine Art und Weise, auf die ihr genährt werdet mit der Wahrheit, dem Wissen, der Ausdehnung von dem Wissen um das, was ihr seid, was alles ist. Nein, es gibt viele, unzählige Wege, die gleichzeitig euch dieses Wissen zur Verfügung stellen. Denn ihr lebt in einer Zeit, in der rapide und in enormer Geschwindigkeit alles in seine Ausdehnung geht, in seine Seinskraft, in sein Wissen um das, was es ist, in sein Einssein, in seine Integration. Dieser rapide Wandel bedeutet, dass auf allen Ebenen der Sichtbaren, der Unsichtbaren, der Fühlbaren, der jenseits Wahrnehmbaren, auf allen Ebenen, den Sichtbaren, den Unsichtbaren, den Materiellen, den Immateriellen, allen Ebenen, das Wissen, die Frequenz, die dieses Wissen ist, das Bewusstsein, das dieses Wissen ist. Euer System wandelt, euer System öffnet, euer System feinstofflicher macht, euch erneuert, während ihr in eurer Form seid. Dies ist einzigartig, dies ist einmalig. Dies wurde zuvor anders und durch Reinkarnation, durch Wiederannehmen von Form gelöst. Je bewusster du bist, desto mehr bist du befreit von dem immer wieder neu fallen lassen deiner Form und immer wieder neu in eine Form hineintunen. Je bewusster du bist, je offener, feiner du in deiner Frequenz bist, je tiefer du verankert bist in der Weisheit, der Wahrheit, dem Wissen um das, was du bist, alles, was ist. Desto leichter fällt es dir, deine Form von innen heraus zu erneuern, dich selbst von innen heraus immer wieder neu in der Form zu wissen, deine Form der höheren Frequenz anzupassen, deine Form im Wandel zu erlauben, ob physisch sichtbar oder nicht. Du erlaubst, du bist, du bist, du vertraust, du vertraust, du liebst, du liebst. Und dieses dein Leben ist das Leben, ist der Lebensatem, der dir eingehaucht ist. Und je tiefer du liebst, je reiner du liebst,
Je mehr du dich für die Liebe in jedem Moment entscheidest, desto gereinigter ist dein System, desto reinigender ist dein Atem, desto freier ist das, was du bist, in Form und jenseits dieser Form, in dem Kleinen wie in dem Allen. Oh, wie wir dich lieben in deiner oh so tiefen Erkenntnis von dem, was du bist, in deinem oh so tiefen Erlauben von allem, was ist und dem, was du bist, welches eins ist. Wir lieben dich. Wir lieben euch, wir lieben. Wir sind die Liebe, die alles ist, die durch dich fließt. Wir sind, was du bist, was wir sind, alles ist eins. Alles ist Liebe und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.